diesem Video schauen wir uns an, wie die Abgabe einer Aufgabe, zum Beispiel einer Hausaufgabe, im Lernportal funktioniert. Auch wenn die Aufgabenabgabe im Prinzip immer identisch ist, gibt es ein paar relevante Unterschiede. In aller Regel müssen Sie eine Datei hochladen. Das kann zum Beispiel eine Java-Datei, ein ZIP mit Java-Dateien oder ein Foto bzw. Scan einer handschriftlichen Hausaufgabe in Mathe sein. Was Sie genau hochzuladen haben, teilen Ihnen die Lehrenden mit, ebenso die Abgabefrist. Suchen wir in unserem Kurs, dann haben wir hier 3 verschiedene Aufgaben, die wir uns der Reihe nach ansehen werden. Schauen wir uns als erstes die erste Hausaufgabe an, eine Abgabe als Autorengruppe. Beim Öffnen aller Aufgaben sehen Sie eine Tabelle wie hier mit dem Abgabestatus. Als erstes wird der eigene Abgabestatus, kein Versuch, und der Bewertungsstatus, nicht bewertet, angezeigt. Darunter folgt die Angabe des Fälligkeitsdatums und der verbleibenden Zeit, noch 3 Tage. Verpassen Sie bitte nicht die Abgabefrist. Andernfalls wird Ihre Abgabe mit 0 Punkten bewertet werden müssen. Oft richten die Veranstalter auch eine kleine Schonfrist ein, wenige Minuten, und lassen Abgaben, die eben diese wenigen Minuten verspätet sind, noch zu, zum Beispiel weil ihre Uhrzeit leicht anders ist als die des Servers oder das Netz ein bisschen langsam ist. In der Tabelle finden Sie auch die Angabe, Datum und Uhrzeit der letzten Änderung Ihrer Abgabe sowie mögliche Abgabekommentare. Und ganz unten die Option, eine Abgabe hinzuzufügen, was wir nun tun. Bei dieser Aufgabe muss eine Datei abgegeben werden. Das geht entweder über das erste Icon hier, dieses Blatt Papier mit der abgeknickten Ecke, oder indem wir eine Datei in das Abgabefeld ziehen. Ich ziehe nun eine Datei in den Abgabenbereich und warte, bis sie hochgeladen ist. Wichtig, der reine Upload hier bewirkt noch gar nichts, wird sie zwar hochgeladen, aber wenn ich nicht am Ende auf Speichern klicke, wird sie wieder verworfen. Bei dieser Abgabe können Co-Autoren ausgewählt werden. Achten Sie darauf, die richtigen zu erwischen. Generell können Sie nur Personen auswählen, die erstens im Kurs eingetragen sind und zweitens bei dieser Aufgabe noch an keiner Abgabe beteiligt sind. Teilweise werden die Veranstalter die Auswahl auch noch weiter einschränken, insbesondere auf Personen, die sich in der gleichen Gruppe wie Sie befinden. Wir wählen hier nun die Co-Autoren aus, wenn wir welche haben. Haben wir keine Co-Autoren, müssen wir erst diese Box deaktivieren. Sie sehen hier unten, diese Box ist nicht aktiv, und können dann keine Co-Autoren angeben. Oder wir klicken das weg, setzen das auf Co-Autoren. Wir hatten hier Co-Autoren. Zur Auswahl stehen der Veranstalter, Test A und Test D. Die anderen Personen sind anscheinend schon beteiligt. Hier wird auch die Mailadresse, sofern im System sichtbar, mit angegeben, damit Sie sicher sein können, die richtige Person zu erwischen, weil es manche Namen unter Umständen doppelt geben könnte. Ich habe das mit Test A und Test D zusammen gemacht und ich habe hier noch die Option, das auch als neue Standard-Co-Autoren zu speichern, sodass sie mir automatisch vorgeschlagen werden, wenn ich die nächste Abgabe mit Co-Autoren betätige. Das ist dann sinnvoll, wenn Sie sagen, das ist eine feste Lerngruppe, mit denen mache ich das zusammen. Auf gar keinen Fall dürfen Sie am Ende vergessen, hier auf Änderungen sichern zu klicken. Ansonsten haben Sie zwar etwas gemacht und hochgeladen, es wird aber sofort wieder gelöscht, wenn Sie es am Ende nicht sichern. Also klicken wir auf Änderung sichern, warten einen Moment. Jetzt sehen Sie im Abgabestatus, es ist zur Bewertung abgegeben und es ist noch nicht bewertet, sowie Datum und Uhrzeit, wann die letzte Abgabe erfolgte. Bei Dateiabgabe ist die Datei zu finden mit Zeitstempel und die Autorengruppe. Der Autor bin ich selber, weil ich es hochgeladen habe, und die Co-Autoren sind die beiden anderen Studierenden. Innerhalb der Frist habe ich jetzt auch noch hier die Möglichkeit, meine Abgabe zu überarbeiten, indem ich sie bearbeite, die Datei durch eine andere ersetze oder die Abgabe komplett entfernen kann. Nach der Frist können Sie beides nicht mehr machen. Schauen wir uns nun eine andere Variante an, nämlich die Abgabe als Einzelabgabe, also ohne Co-Autoren. Hier oben ist die gleiche Tabelle wie eben. Ich gehe hier auf Abgabe hinzufügen, lade eine Datei hoch,
kann hier nun keine Co-Autoren angeben, sondern habe nur noch die Option Änderungen sichern. Und wenn ich das mache, dann habe ich das als Entwurf in diesem Fall abgegeben. Wieso Entwurf? Eben war es doch zur Bewertung freigegeben. Das liegt daran, dass es hier noch einen separaten Button gibt. Das ist Entscheidung des Dozenten, ob er das haben möchte oder nicht. Aufgabe abgeben. Sobald ich meine Aufgabe abgebe, kann ich sie nicht mehr bearbeiten. Nehmen wir mal an, ich bin zufrieden mit meiner Lösung, möchte sie also weder bearbeiten noch entfernen. Dann kann ich hier auch auf Aufgabe abgeben klicken, wenn ich mir wirklich sicher bin. Muss dann aber ein Pflichtfeld, hier oben das Ausrufezeichen steht für Pflichtfeld, bestätigen, nämlich dass ich diese Abgabe selbstständig erarbeitet habe und alle Stellen, auf denen ich auf die Ergebnisse anderer Personen zugreife, auch entsprechend ausgewiesen habe. Und wenn ich hier jetzt auf Weiter klicke, dann habe ich endgültig abgegeben zur Bewertung. Jetzt ist auch der Abgabestatus zur Bewertung abgegeben, aber eben noch nicht bewertet. Also denken Sie daran, den Button Aufgabe abgeben, nur klicken, wenn Sie sich wirklich sicher sind, dass Sie auch wirklich fertig sind. Die dritte Variante ist eine Gruppenabgabe. Eine Gruppenabgabe ist nur möglich, wenn man Mitglied in genau einer Gruppe ist. Da ich inzwischen 2 Videos gedreht habe, nämlich für die direkte Eintragung und für die WebRec-Eintragung und offensichtlich in verschiedenen Gruppen gelandet bin, kann ich hier momentan nichts abgeben. In solchen Fällen rufen Sie bitte um Hilfe, wenden sich an die Veranstalter, damit die Veranstalter das Problem lösen. Das habe ich hier jetzt parallel in Arbeit. Und wenn ich jetzt die Nachricht bekommen habe, Problem ist gelöst, ist das Problem auch tatsächlich gelöst. Ich bekomme nun als erstes angezeigt, in welcher Gruppe ich bin. Und wichtig hier, das ist eine Gruppenabgabe. Meine Abgabe zählt für alle Mitglieder dieser Gruppe. Alle Personen der Gruppe haben die gleiche Abgabe und sehen diese Abgabe. Das eignet sich also auf gar keinen Fall für größere Gruppen, sondern nur für kleinere, zum Beispiel Projektgruppen oder Seminare, wo jedes einzelne Thema von einem Team bearbeitet wird und dieses Team eine Gruppe bildet. Also wo man wirklich sagen kann, das, was abgegeben wird, ist die Gruppenleistung. Die Abgabe unterscheidet sich also bis auf die Angabe hier der Gruppe eigentlich durch nichts von den anderen. Ich kann hier sagen, Abgabe hinzufügen, eine Datei hochladen, die Änderungen sichern und habe sie nun zur Bewertung abgegeben. Optional wäre es nur ein Entwurf und ich habe den Abgabe-Button. Das war es auch schon zur Einreichung von Lösungen. Eines der nächsten Videos wird dann zeigen, wie man auf die Bewertung einer Abgabe zugreift, sobald diese vorliegt. Bei dieser Gelegenheit möchte ich noch kurz hier darauf hinweisen, an der Glocke sind nun 2 Mitteilungen aufgetaucht. Nämlich einerseits, ich habe eine Lösung für die erste Abgabe abgegeben und andererseits, ich habe eine Lösung für die Abgabe 2, Einzelabgabe, abgegeben. Wenn ich auf Mitteilung vollständig anzeigen klicke, dann sehe ich in Beispielkurs bei Aufgabe, Abgabe der zweiten Hausaufgabe, Einzelabgabe, habe ich eine Lösung abgegeben. Den Bewertungsstatus können Sie hier einsehen. Wenn ich auf hier klicke, komme ich genau in die tabellarische Übersicht. Da ist aber noch kein Bewertungsstatus drin, weil noch niemand diese Abgabe bewertet hat. Das war es jetzt auch bereits wieder mit der Abgabe von Aufgaben.